Hallo und herzlich willkommen zum Review der Hugo Boss Touch, die neue Smartwatch von Hugo Boss. Wir haben hier die schwarze Version, es gibt auch eine silberne Version mit einem braunen Lederarmband, das ist mehr so die Vintage-Variante. Diese Variante hier ist etwas schicker, mit einem schwarzen Lederarmband und einem Dark Navy Gummiarmband, aber ich meine, Gummi hört sich jetzt wirklich nicht sehr wertig an, aber das fühlt sich schon sehr gut an hier. Also das ist schon leicht angeraut, dann hat man hier diesen subtilen Schriftzug, der auch da drauf ist und den man auch gut sehen kann. Also es fühlt sich schon sehr, sehr hochwertig an. Auch auf der Schließe hat man dann nochmal den Namen stehen. Sowohl bei der gummierten Variante als auch bei der Ledervariante. Dann hat man das Branding außerhalb auch nochmal auf dem einzigen Bedienknopf, den die Uhr hat. Ja, und wir haben halt die verschiedenen Zifferblätter, die wir hier auch einzeln einstellen können. Heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir hätten gerne das Zifferblatt mit anderen Complications, sorry, dann können wir die hier einstellen. Also wir können sagen, ich möchte mir hier oben eben nicht die Batterie oder den Akkustand anzeigen lassen, sondern andere Dinge. Dann kann man das hier tun. In der Uhr gibt es die verschiedenen Bedienelemente. Also, wie gesagt, Counter, Datum. Da kann man sich das genau so einstellen, wie man es eben haben möchte. Oder man sagt, man möchte halt Kalenderfunktionen. Ich lasse mir da ganz gerne mal den Akku anzeigen und dann weiß ich halt auch, wie weit er noch geladen ist. Denn da kommen wir schon mal zu der nächsten Sache. Der Akku, der hält ungefähr einen Tag. Also ich muss die nachts immer abnehmen und aufladen und dann komme ich damit schon über den Tag. Was ich hier unten hingetan habe, war eben diese Timer-Funktion. Die benutze ich zum Beispiel fürs Fitnessstudio. Wenn ich die eben eine Stunde lang benutze, immer für die Sätze, dann ist sie schon intensiv für eine Stunde in Benutzung. Und dann bin ich am Abend, sage ich mal so gegen 22 Uhr, schon ziemlich am Ende von dem Akkuverbrauch. Wenn ich dann noch abends irgendwie weggehen will, dann müsste ich die vielleicht mal zwischendurch aufladen. Und da ist die Sache, dass das Aufladen eben ausschließlich über die Schnittstelle hier hinten geht. Und die wird mit dem mitgelieferten Aufladegerät aufgeladen. Die ist magnetisch. Das zieht sich halt praktisch hier hinten dran. Hat man noch das Klacken. Und auf der anderen Seite hat die einen ganz normalen USB-Anschluss. Die Länge ist jetzt auch nicht super lang, aber es reicht eigentlich. Also wenn man die auf den Nachzug legen will oder ins Bad oder wo auch immer, das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Es ist nur auf Reisen vielleicht ein bisschen blöd, wenn man das Ladegerät vergessen hat, dann hat man halt echt ein Problem. Weil mit einem ganz normalen Ladegerät kann man die eben nicht aufladen. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten macht es insgesamt einen ziemlich hochwertigen Eindruck. Kommen wir nochmal zu den Zifferblättern. Wir haben hier eben die Variante. Wir können auch einstellen, ob der Zeiger eben fließend sich fortbewegen soll oder eben in Sekunden, also ein bisschen mehr abgehackter, also Quarzuhrwerk praktisch. Und wenn die in Standby geht, dann zeigt die eben das hier an. Auch das kann man noch ausschalten, dass sie überhaupt nichts mehr anzeigt, dann hält der Akku noch länger. Aber wenn man auch mal nicht unbedingt immer den Arm drehen will, damit man die Uhrzeit lesen kann, sondern auch mal so hier, weiß ich nicht, man hat die praktisch am Handgelenk und will einfach mal, ohne so komplett auffällig auf die Uhr zu gucken, wissen, wie spät ist es oder ja, wie auch immer, dann kann man trotzdem noch die Uhrzeit ablesen. Am Arm macht sie auch eine ganz gute Figur, ist eine schöne Größe, also man kann da wirklich nichts gegen sagen. Ich habe jetzt zusätzlich noch eine kleine Display-Schutzfolie angebracht. Die gibt es bei Amazon für 5, 6 Euro. Lässt sich auch ziemlich leicht anbringen. Bringt noch mal ein bisschen was in Sachen. Ja, ich weiß nicht, wie es aussieht mit den Kratzern bisher. Habe ich da jetzt keine Schwierigkeiten gehabt mit der Folie. Sicher ist sicher. Die Oberfläche an sich, also ich habe die jetzt schon seit einem Monat. Hat natürlich ein bisschen Gebrauchsspuren, aber es hält sich echt in Grenzen. Also die Galvanik, die hält ganz gut. Man hat hier wenig Abschürfungen. Ja. Also ich habe jetzt auch nicht wirklich sonderlich geschont. Klar, die ist nicht wasserdicht, also schwimmen gehen würde ich damit nicht. Dann war es das nämlich sonst.
Ähm, Zusätzlich nochmal hier diese Wechselfunktion von den Armbändern. Also ich kann die hier nehmen und mit diesem Haken hier muss ich unten einmal das Loch suchen, dann den Haken reindrücken und nach unten ziehen und dann, ja, es ist ein bisschen fummelig. Man macht es halt auch normalerweise ja nicht so oft. So, dann springt er hier rein und dann hält er auch. Gleiches nochmal mit der anderen Seite. Ich nehme den hier ab. Dann setze ich den hier unten rein. Einmal hier festhalten, da anlegen und dann nach unten drücken. Und dann springt er rein und dann hält das auch. So, dann kann ich auch dementsprechend das Zifferblatt anpassen. Also ich sage praktisch, ne? Also hier kann ich auch die ganzen Farben und so weiter verändern. Ich kann auch sagen, ich nehme dicke Zeiger oder eben dünne Zeiger. Das ist ja eigentlich mein Lieblingszifferblatt, deswegen zeige ich es immer an dem hier. Also Style Quiet oder Style Bold. Style Bold wären dann eben die dicken Zeiger mit dicken ja, Zifferblättern oben dran. Quiet. Hier kann ich eben auch sagen, ich hätte gerne blau als Hintergrund, dann passt es besser zu dem Navy Armband. Oder ich nehme ein eher klassischeres Zifferblatt. Hier kann ich einstellen, ob die Zeiger eben abgehackt oder eben flüssig laufen sollen. Oder ich nehme ein etwas klassischeres Zifferblatt. Das wirkt auch ganz gut. Auch hier kann ich eben einmal eine andere Zeit einstellen. Wenn ich zum Beispiel fliege oder im Ausland unterwegs bin, dann kann ich eigentlich auch mit einem Blick eben sehen, wie spät ist es. Hier kann ich eben einstellen, ob die Zahlen so aussehen sollen oder eben ja, Bold, Roman. Bold hatten wir schon bei dem anderen Zifferblatt. So sieht es bei dem hier aus. Hier kann ich eben auch die Farben verändern. Black Silver, auch nett. Kommt es eben so raus. Jetzt warte, dann ist der Screen, sollte dann gleich in den Standby-Modus verfallen. Ja, genau. Und dann sieht man wieder nur die Zeiger und das Boss-Logo. Sehr subtil, sieht wirklich gut aus und trägt halt auch nicht zu dick auf. Okay, was wir noch haben, ist ein etwas eher extrem aussagekräftiges Display. Also hier kann ich mir die nächsten Termine anschauen lassen, gucken, wie der Akkustand ist, was für Alarme wir sehen. Und auch das ist natürlich komplett konfigurierbar. Wie gesagt, das ist eigentlich so mein Lieblingstheme. Und wenn jetzt irgendwie eine Nachricht reinkommt oder so weiter, dann sehe ich das. Also ich kann nach oben wischen oder ich kann es mir direkt anzeigen lassen. Ich kann auswählen lassen, soll es einmal kurz aufpoppen oder soll es eben lange sichtbar sein. Ich kann mir das auch hier in diesen Complications anzeigen lassen, wie die Anzeigen sind. Ja, und dann kann ich eben hier hoch scrollen und wenn es dann irgendwann zu viel wird, dann gehe ich einfach auf alles schließen und dann ist das Ding eben aus. Das Menü, in dem man einmal hier auf die Seite drückt, wird aufgerufen und da kann man sich dann eben die ganzen einzelnen Einstellungen anzeigen lassen. Also man kann auch in den Google Store, in den Play Store rein und sich dann auch noch einzelne Apps holen und dann eben auch noch Drittanbieter Zifferblätter. Die habe ich bisher allerdings noch nicht so schön gefunden. Also ich finde wirklich, dass die Blätter, die Zifferblätter, die dabei sind, perfekt sind. Also da brauche ich wirklich keine externen mehr. Was ich schon öfter benutzt habe, ist die Taschenlampe-Funktion, weil die einfach am Handgelenk ist. Man muss nicht noch irgendwas halten oder so. Also die ist wirklich sehr, sehr praktisch. Termine, die kommen sowieso immer rein, wenn irgendein Termin ist. Und an der Uhr, das einzutippen, ist ein bisschen hakelig. Also es gibt auch die Möglichkeit der Spracheingabe. Das geht dann. Oder man schreibt eben mit dem Finger die Buchstaben einzeln. Oder man nimmt auch die Tastatur, aber das ist nun wirklich nicht nutzbar, würde ich sagen. Wenn der Akku unten ist, dann geht er auch in den Stromsparmodus, dann geht das Zifferblatt dann gleich ganz aus, so wie man jetzt sieht.
Damit hat man dann noch ein paar Stunden. Man kann dann draufdrücken und dann sieht man trotzdem die Uhrzeit, aber es wird dann auch nicht mehr ganz hell. Ja, soweit zu den Funktionen. Ich meine, das ist diese ganz normale Google-Oberfläche, die bei allen Smartwatches vorhanden sind. Auch die Einstellungen und so weiter. Also die Software ist dieselbe. Ja, das zu dem Thema. Was man noch sagen kann, ist, dass die Anzeige auch auf der Uhr ist, wenn man jetzt auf dem Handy zum Beispiel Musik hört oder so weiter, dann kann man an der Uhr auch vor und zurück skippen. Man kann pausieren oder eben weiterspielen. Das ist ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel im Auto unterwegs ist oder auf dem Fahrrad oder wo auch immer. Ähm, ja, ansonsten muss man auch sagen, dass ein Sprachanruf nicht möglich ist. Also wenn man einen Sprachanruf bekommt, dann kann man den zwar annehmen, aber der wird dann direkt aufs Handy umgeleitet. Man kann also nicht mit der Uhr direkt sprechen. Es ist die Smartwatch funktioniert mit iOS sowohl als mit Android. Bei iOS muss man eine App runterladen und wird dann dadurch den Installationsprozess geleitet. Auf der App kann man dann auch nochmal die Zifferblätter ändern. Allerdings macht man es meistens mit der Uhr. Also das funktioniert so weiter schon ganz gut. Ja, ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Die Verarbeitung ist wirklich sehr hochwertig. Und ansonsten, ja, es gibt noch einen schönen Karton dazu, den würde ich dann auch nochmal im Nachgang einblenden. Ja, ich denke mal, wenn es noch Fragen gibt oder so weiter, gerne im Kommentar nachfragen. Ich stehe Rede und Antwort. Vielen Dank.